Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute befinden wir uns auf S41. Tag 1 ist hier jetzt vorbei nach dem Serverstart gestern. Und ich befinde mich auf Stufe 21, ja. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Aber ich denke mal, ja, ich sag mal, so viel willst du dort da oben sehen. Dann musst du die Tabelle drehen. Ja, also gut, ich sag mal so, mein Spielstil auf dem Server hier ist ja im Vorhinein bekannt gewesen, dass ich hier nicht großartig reinpilzen werde. Und ich hatte auch vorher schon den Leuten in der Gilde hier gesagt, dass ich mein Sammelalbum nur Free-to-Play füllen werde. Das heißt, ich werde mein Sammelalbum nicht durchpilzen für Prozente, sondern alle 10 Minuten versuchen, einen Angriff zu machen und so ein paar Prozente zu bekommen. Dass das Ganze natürlich dann wesentlich langsamer passiert, ist natürlich klar. Ne? Und ich bin mal gespannt, wann ich den Leuten hier in der Gilde zu doof bin und die mich da einfach rauswerfen. Wie gesagt, ist ja nicht weiter wild, wenn es passiert, weil ja, ich hatte zwar vorher, also ich wurde angenommen, obwohl ich vorher gesagt habe, dass ich hier mein Sammelalbum Free-to-Play füllen werde und dass ich nicht großartig reinpilzen werde. Also, ja gut, selbst schuld, ne, sag ich mal so. Ist jetzt nicht meine Schuld, sag ich mal. Ich habe mich vorher abgesichert, aber ich bin auch nicht böse, wenn ich hier ja, bald rausfliege, weil ich euren Schnitt hier in der Gilde zerstöre. Gar kein Problem, ja. Ja, aber ich werde hier auf dem Server das so handhaben, dass ich hier den erstmal noch ein bisschen weiterspielen werde. Allerdings werde ich nur mir die Angebote holen. Heißt, ich habe mir gestern das 5 € Paket geholt. Dann werde ich mir noch das 10 € Paketchen holen hier für Pilze. Das ist, glaube ich, dann das Festungspaket ab Stufe 25. Und ja, eventuell noch das hier, ja, aber da muss ich mal schauen, ob ich denn dazu noch dann später die nötige Motivation aufbringen kann, sag ich mal, ne? Und ja, aber ich denke mal, die 25 € werde ich auch noch dann locker haben, früher oder später. Ich werde den auf jeden Fall eine Zeit lang weiterspielen, weil ich finde den sehr interessant. Ich habe gestern tatsächlich schon, oder besser gesagt eben gerade, aber gestern ist es halt passiert, live im Stream. Vielen Dank nochmal übrigens für den krassen Stream, den wir gestern gemeinsam verbringen durften zum Serverstart. Wer es verpasst hat, kann sich das gerne im Nachhinein nochmal anschauen. Und ja, der Server ist heftiger geworden, als ich gedacht hätte. Ja, weil nämlich natürlich sehr, sehr viele bekannte Leute hier alleine schon in der Gilde hier am Start sind. Hier haben wir zum Beispiel ja, den Extreme, der wohl früher sehr bekannt war durch einen starken Pilzkonsum, heute seinen Ruf gerecht wird, sag ich mal, hier in der Gilde. Dann haben wir, mal gucken, wen haben wir denn noch hier? Dann haben wir den Davalon am Start, dann haben wir Dreamscape hier in der Gilde, ja. Dann haben wir Han Rizzle haben wir hier dabei, dann haben wir den Paul Terra, den haben wir hier am Start. Und Dr. Banks ist hier auch wieder dabei. Ja, also eine richtig krasse YouTuber-Gilde und natürlich meine Wenigkeit hier, die natürlich die Free-to-Play-Spielweise vertritt, befindet sich hier auf dem letzten Platz. Ja. Und tatsächlich, das hatten wir gestern im Stream erfahren, ist hier noch ein stiller Gast dann noch später dazugekommen. Und zwar Unge ist hier auch noch mit dabei und spielt hier tatsächlich auch noch mit auf dem Server. Ja, da hat wohl keiner mit gerechnet, großartig, ne? Aber der ist auch wieder dabei und hatte gestern sogar auch gestreamt, Shakes and Fidget, ja. Und hatte da tatsächlich, und eine höhere Combo hatte ich noch nicht gesehen gehabt, ja, die Fähigkeit hier vom Dämonenjäger ist ja bekannt, dass er sich wiederbeleben kann, wenn er sein Leben verliert. Und da besteht ja die Chance auf 25%. Und das kann halt mehrmals auftreten im Kampf selbst. Ne? Und da hat es Unge tatsächlich geschafft, sich im Fight 5-mal an der Zahl wiederzubeleben. Ja, das Ganze ist gestern bei ihm im Livestream entstanden, den könnt ihr euch auch noch im Nachhinein anschauen, der ist auch noch online. Und ich habe das Ganze mal für euch ein bisschen vorgespult, weil sich 5-mal wieder zu beleben, ist doch schon, da dauert der Kampf dann doch schon ein bisschen länger so, ne? So, er hat sich jetzt das 2. Mal jetzt schon mittlerweile wiederbelebt und der Gegner blockt halt ziemlich viel, das ist halt das Ding. Deswegen hat er da so Probleme. Belebt sich jetzt das 3. Mal wieder und jetzt das 4. Mal und jetzt auch gleich das 5. Mal und besiegt ihn dann so zum Schluss dann.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich krass, muss ich sagen. Und was Höheres hatte ich bisher auch noch nicht gesehen gehabt an der Kombi. Ja, vielleicht habt ihr schon mal was Härteres gesehen, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal eine Kombi gesehen habt, die über 5 hinausgeht. Aber 5-mal hintereinander sich zu wiederbeleben, ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ja, ansonsten haben wir mal so einen kleinen Overview hier, einen kleinen Overlook über den Server. Neben unserer Gilde ist wahrscheinlich Crit Happens die Gilde, die hier es am ehesten wissen will, sag ich mal, ne? Die hier wirklich aufräumen wollen auf den Server. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich die Rang 1 Gilde werden und ich gehe mal von aus, vielleicht die Welten im Wandel könnte eventuell die Platz 2 Gilde auf dem Server werden. Ja, so würde ich das jetzt momentan einschätzen. Sicher bin ich mir da allerdings auch noch nicht ganz so, ne, weil die haben hier auch schon alle Alu gespielt am zweiten Tag. Und was ja eigentlich am Anfang nicht so klug ist, da sollte man lieber ein bisschen abwarten, aber ich denke mal, ja, die in der Gilde werden auch schon wissen, was sie tun. Ja, die Sammelalben sind auf jeden Fall auch schon hier sehr krass gefüllt bei manchen Leuten, ne? Also Respekt geht da auch raus, ne? Natürlich wird das denn so gemacht, wir können mal gucken hier, warte mal, wie viel haben wir jetzt hier auf dem Server? 6800, die hier jetzt angefangen haben. Dann wird das Ganze natürlich so gemacht, man geht in irgendeinen Bereich rein hier, zack, und farmt dann den ab, farmt dann den, zack, Pilz, ja. Und das hatte ich ja einmal gemacht mit meinem Battle Mage, dass man dann halt die Rangliste durchgeht, zack, Angriff. Und so wird dann halt das Sammelalbum schnell gefüllt, ne? Und ja, so kommt man natürlich sehr schnell voran. Und dadurch, dass ich ja aber mein Sammelalbum hier nicht fülle auf die Weise, sondern halt auf Free-to-Play Art und Weise, hänge ich natürlich meilenweit hinterher. So, deswegen ist es auch nur noch, denke ich mal, eine Frage der Zeit, bis ich hier die Gilde verlassen werde, ja. Ich hatte teilweise überlegt gehabt, lässt du dich so vom Hype ein bisschen mitnehmen, und gestern wurde ich es auch, da habe ich mit den Gedanken tatsächlich auch schon wieder gespielt gehabt, ob ich jetzt nun nochmal aufladen werde oder nicht, also abgesehen von den Angeboten, die mir hier zur Verfügung stehen. Aber das werde ich, denke ich mal, nicht tun. Ich denke, ich werde den Schar eine Weile spielen, da gehe ich mal von aus, weil der mir schon Spaß macht. Aber ich werde mir hier wirklich nur die Angebote holen, also die Pakete, sag ich mal, die einem zur Verfügung stehen, wenn man die halt freigeschaltet hat, ne? Und ja, ich denke mal, dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben, sodass ihr da zumindest meinen Playstyle da auf jeden Fall nachvollziehen könnt, ne? Also wenn ihr mich jetzt in der Ehrenhalle abfarmt und so, ist auch kein Problem. Ich bin ja hier nicht der Stärkste, ne? Und deswegen, ja. Ah, nice. Da hätte ich auf jeden Fall schon anders spielen müssen, um dementsprechend da schon oben mitzuzocken. Und das, sag ich mal, ist es mir aber irgendwie nicht wert, muss ich sagen, irgendwie bei einem Serverstart so hart abzugehen, was Pilze angeht, nur um dann nachher früher oder später das sich wieder alles so ein bisschen auszugleichen, so, ne? Und bevor ich hier abgefahren werde, muss ich mal gucken, stecke ich das Ganze doch mal lieber in meine Skills rein. Momentan würde ich tatsächlich noch so empfehlen, den Dämonenjäger 50-50 zu skillen, weil halt, ne, wenn halt seine Passive prockt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ich denke mal, das ist auch richtig so. Also wenn er wiederbelebt wird, dann kommt er halt mit dem ganzen Leben zurück, und wenn er halt so ein Tank ist, ne, dann ist das auch schon cool, wenn er so viel Leben dann wieder regeneriert sozusagen, ne? Wir können mal einen Kampf machen. Gegen wen machen wir? Vielleicht mal gegen ihn hier. Wir schauen mal rein, wie es hier aussieht. Ja, ich denke mal, den Kampf, den werde ich mit nach Hause fahren. Und ich habe natürlich auch schon den ein oder anderen Dungeon selbst schon besiegt. Natürlich jetzt auch nicht so viel, aber da kann ich euch auf jeden Fall auch mal gleich noch ein paar Kämpfe zeigen. Ich habe mir zwei habe ich mir gespeichert, die relativ spannend waren. Also ich musste schon sagen, gestern bin ich auch das ein oder andere Mal aufgestanden, als denn als ich dann wiederbelebt wurde, als man nicht damit gerechnet hat. Wir können mal einen Versuch machen hier, vielleicht gegen ihn hier. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Mal gucken, wie es da aussieht. Ne, nicht so gut. Und gehen wir mal in die Post rein, Kämpfe.
2 Stück hatte ich mir gespeichert gehabt hier. Mal gucken, wie es da aussieht. Und da hätte ich dann auch gedacht, yo, den Kampf, den verlierst du jetzt. Aber dann ist es halt so gekommen, ne, wie es halt kommen musste. Und ja, dann wurde ich tatsächlich dann nochmal wiederbelebt. So. Ich glaube, bei mir persönlich war das höchste 2-mal. Dass ich 2-mal wiederbelebt wurde, ist auch schon krass. Ist natürlich nicht das höchste, aber für mich persönlich ist es das, was ich jetzt bisher erreicht habe. Also 2-mal wurde ich an der Zahl wiederbelebt. So, das war, glaube ich, in dem Kampf hier gewesen. Ja, das ist auch ein Kampf gewesen, der so ein bisschen über meine Verhältnisse war. Den habe ich dann, oder den hätte ich so normalerweise verloren gehabt. Dadurch, dass ich aber halt ja, von meiner Passiven profitiert habe. Ja, ist das Ganze denn für mich zu meinen Gunsten denn ja, ausgegangen, sag ich mal. So, jetzt müsste ich gleich das erste Mal sterben, genau, zack. Und da bin ich dann das erste Mal wiederbelebt worden, so. Und ja, der Gegner macht schon ordentlich Schaden und blockt auch relativ viel, ja. Und da habe ich jetzt gedacht, so, oh, 34 Leben, das kann nicht sein, dass ich jetzt schon wieder sterbe. So. Und dann tatsächlich wurde ich das 2. Mal wiederbelebt. Ich finde, das Besondere bei dieser Fähigkeit so ist, du denkst, oh nein, das kann nicht sein, jetzt hat mich der Gegner schon wieder besiegt, ne? Und jetzt überlebt er mit 34 Leben, so, das kann nicht sein. Und du stirbst dann halt und du wirst ja, der Trank, der kommt ja nicht, der wird ja nicht sofort aktiviert, sondern der erscheint ja erst eine halbe Sekunde irgendwie später und du denkst so, bin ich jetzt tot? Werde ich jetzt wiederbelebt? Bin ich jetzt tot? So, ne? Muss tot sein, ne? Und dann auf einmal kommt der Trank wieder und dann boom, denkst du so, geil, Mann, jetzt ist der doch wiedergekommen, damit hast du nicht mehr gerechnet und dann besiegst du den Gegner halt dann doch. Also das war ziemlich cool gestern, muss ich sagen. Also das macht ziemlich Spaß. Ja, und hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Und ja, das ist bei mir so Tag 1 gewesen auf dem Server. Ne? Ganz gechillt der Anfang. Wie gesagt, ich werde das hier auch gechillt so weiterführen. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.